Ja, herzlich willkommen hier auf den Reuting-Kanal mit Geflügel News. Wir sind heute bei der Familie Niemann und wollen heute über das Thema Start einer neuen Herde sprechen. Ja, neben mir steht Hendrik Niemann, Betriebsleiter. Und vielleicht, Hendrik, kannst du dich mal eben selber einmal vorstellen? Ja, moin. Mein Name ist Hendrik Niemann. Wir befinden uns hier auf dem Familienbetrieb Niemann in Kleindörgen in Haselünne. Wir bewirtschaften auf unserem Betrieb ca. 100 Hektar Ackerland und dazu halten wir ungefähr 27.000 Bio-Legehennen in 2 Ställen. Wir sind gestartet 2018 mit der Legehennenhaltung. Die Hühner der Rasse DeKalb White sind jetzt so ziemlich aus der Junghennenphase raus und ich denke, die hatten auch einen guten Start. Die Legeleistung beträgt gerade ungefähr seit den letzten 4 Wochen 97,5%. Die Futteraufnahme beträgt ungefähr 122 Gramm und die Wasseraufnahme befindet sich ungefähr bei 205 bis 210 Milliliter. Ja, Hendrik, vielen Dank. Sehr interessanter Betrieb. Dann gucken wir uns das mal von innen an. Um den optimalen Start einer neuen Herde zu gewährleisten, um eine möglichst hohe Legeleistung auch zu generieren, beginnt es schon nach der alten Herde damit, den Stall optimal zu reinigen und zu desinfizieren. Dazu beginnen wir direkt nach dem Ausstallen mit dem Ausmisten des Stalles. Dazu gehören die Gänge im Stall sowie der Wintergarten. Dazu nehmen wir uns immer so circa 2 Tage Zeit, um das auch möglichst ordentlich hinzubekommen. Dann wird der Stall über Nacht einfach eingeweicht, damit die Waschfirma, die am nächsten Tag folgt, optimale Bedingungen vorfindet und das Reinigen im besten Falle einen Tag schneller geht. Der Prozess vom Ausmisten zum fertigen Reinigen dauert ungefähr 7 Tage. Danach lassen wir uns allerdings ungefähr 2 Wochen Zeit, dass der Stall vernünftig abtrocknen kann und beginnen dann erst mit der Desinfektion. Das Desinfektionsmittel ist auf Basis einer Peressigsäure. Im Anschluss, nach ungefähr 3 Tagen und auch ungefähr 3 Tage vor dem Wiedereinstallen, wird der Stall noch mit Silikat eingestaubt. Innerhalb der 2 Wochen zwischen dem Reinigen und dem Desinfizieren wird auch eine Wartung im Stall durchgeführt. In dem Service wird die komplette Technik auf Funktionalität überprüft. 2 Tage vor der Einstallung muss sichergestellt werden, dass Futter und Wasser in den Futterlinien bzw. Wasserbahnen vorhanden ist. Es wird kontrolliert, dass Wasser da ist, indem man den Druck an den Druckminderern ungefähr zur Hälfte einstellt. Futterschieber werden auf bestimmte Positionen gebracht, damit gewährleistet werden kann, dass nicht zu viel Futter in den Futterbahnen kommt und die Hühner in einer gewissen Zeit auch die Futterbahn leer fressen können und weniger Material da auch haben, um zu selektieren. Nachdem die Vorbereitungen für die Einstallung getroffen wurden, indem wir Futter und Wasser kontrolliert haben zum Beispiel, ist nun der Tag der Einstallung, an dem die LKWs kommen. Bei der Einstallung gehen wir wie folgt vor. Wir fangen am Ende des Stalles an und arbeiten uns langsam nach vorne weg. Da wir auf der linken Seite sowie auf der rechten Seite einstallen können, beginnen wir mit der linken, fahren dort die Container rein und nachdem die Anzahl der Container da ist, wird das Abteil geschlossen und die Hühner werden wahrscheinlich problemlos die Container verlassen können und so in das System fliegen. Das ist jetzt schon der 5. Durchgang, in dem wir die Rasse DeKalb White der Firma Ovo einstallen. Und da die Hühner so agil und so aktiv sind, klappt das Einstallen eigentlich immer sehr problemlos. Am Tag der Einstallung sind wir natürlich vor Ort und schauen uns dann die Herde zusammen mit der Brüterei und dem Tierarzt an. Es wird eine Eingangskontrolle gemacht mit dem Tierarzt. Dort werden die Gewichte und die Uniformität der Herde gemessen. Danach entscheiden wir das weitere Vorgehen, wie zum Beispiel Lichtplan, Fütterungsplan. Die Lüftung wird eingestellt, um einen optimalen Start zu gewährleisten. Zum Thema Futter bekommen wir, bevor eine neue Herde bekommt, immer von der Brüterei Parameter wie zum Beispiel Gewichte und Uniformität. Und demnach wird das erste Futter auch bestellt.
An das Startfutter wird ein hoher Anspruch gesetzt, da die Tiere bis zur 28. Woche noch wachsen und gleichzeitig produzieren. Hier auf dem Biobetrieb ist die Herde aktuell 28 Wochen alt. Wir stellen die Herde gerade von Start auf Splitfeeding um. Da die Tiere im Auslauf vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, empfehlen wir Zusätze wie zum Beispiel Oregano oder Vitamine zu geben. In den ersten Tagen ist es wichtig, dass wir zusammen mit dem Landwirt darauf achten, dass die Tiere abends hochgehen, dass Futter da ist, dass Wasser da ist und dass die Tiere optimal versorgt sind. Da wir sehr viel Wert auf Qualität des Futters und besonders auf die Beratung legen, haben wir uns dazu entschieden, mit der Firma Reuding zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, gerade in der Anfangsphase bekommen wir sehr viel Betreuung, aber auch während des kompletten Durchgangs fühlen wir uns sehr gut aufgehoben.